gibt Chancen im Leben, die kriegt man nur ein einziges Mal und dann sollte man sie auch nutzen. Und genauso eine Chance haben wir heute hier in Frankfurt. 2 Spieltage vor Schluss können wir heute mit einem Sieg Platz 6 sichern und in die Conference League einziehen. Von den Punkten her ist das dann rechnerisch uns nicht mehr zu nehmen. Der VfB hat schon unentschieden in Bremen gespielt. Wir spielen heute gegen Frankfurt. Direkter Vergleich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, größer wird die Chance nicht. Ich versuche sie zu nutzen. Und selbst bei einer Niederlage haben wir auch noch im letzten Heimspiel gegen Bochum dann die Chance, uns Platz 6 dann aus eigener Kraft zu sichern. Wir können es halt heute schon vorzeitig festmachen. Und deswegen setzen wir heute alles daran, zu gewinnen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und das ist sowieso schon eine großartige Saison. Ja, um das nochmal hier fest zu sagen und das nochmal ins Bewusstsein zu rufen. Wir sind Aufsteiger. 3 Ausrufezeichen. Aufsteiger, sind auf dem 6. Platz, haben von Anfang an nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt und haben jetzt die großartige Chance, uns Platz 6 zu sichern und dann in die Conference League einzuziehen. Also ich glaube, ein größeres Märchen gibt's bislang gar nicht, außer damals, als Leicester City Meister geworden ist oder Lautern als Aufsteiger Meister geworden ist. Aber das ist natürlich der Hammer, wäre das. Und deswegen versuche ich jetzt ja das, was in meiner Macht steht, zu tun und hier zu gewinnen. Und dann haben wir heute schon was zu feiern. Und wenn nicht, haben wir noch ein Finale zu Hause gegen Bochum. Und da müssen wir auch so ein bisschen auf die Konkurrenz schauen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Auch wie die Eintracht spielt. Es ist doch ein Gangkampf vorne. Als wir geguckt haben, war Hugo Ekitike in der Startelf. Timothy Chandler spielt auch unter anderem. Das ist auch immer sehr, sehr schwierig. Und die Eintracht, die macht schon Druck vorne. Das wird uns ein bisschen entgegenkommen, wenn wir es denn so gut zu Ende spielen können, wie wir es jetzt hier machen. Friedjonsson auf Wanner, der kommt durch. Gegen Robin Koch. Wanner mit dem ersten Schuss verzieht. Aber wir haben die erste Aktion. Das kann gar nicht so verkehrt sein. Wir sind gut drin oder wir kommen gut rein. Der war natürlich schwer zu nehmen mit rechts. Dazu spielt Jerome Onguyen in der Innenverteidigung mit Robin Koch. Also eine sehr, sehr wilde Aufstellung hier, was die Eintracht macht. Dazu aber Can Usun, wie gesagt, den hätte ich auch gerne in Münster. Ich hätte so viele Spieler gerne bei mir in Münster. Auch nächste Saison, wenn wir dann hoffentlich international spielen. Aber das liebe Geld spielt halt da auch eine große Rolle. Ich habe ja schon mal geguckt nach Nacho Ferri. Den habe ich mir auf die Liste getan. Oh, Bahoya, der ist auch schnell. Den müssen wir auch direkt in den Griff kriegen. Den dürfen wir gar nicht den Sprint erst machen lassen, sonst ist vorbei. Der hat einen richtig, richtig guten Antritt, eine gute Beschleunigung. Und wenn wir den einmal ziehen lassen, dann ist es vorbei. Die Eintracht mit einer Dreierkette. Ja, ihr typisches 3-4-2-1. Vorne dann ein Gangkamm als Stürmer. Und wir haben Platz hier. Listesch ist ja geliehen von der Eintracht. Was wäre das für ein Ding, wenn er gegen seine Ex-Kollegen in den Europacup einzieht und Frankfurt dann dadurch nicht? Das wäre so eine Geschichte. Dann müsste er wieder zurück nach Frankfurt. Vielleicht holen wir uns den auch fest. Den haben wir ja auch nur geliehen. Aber mit Listesch war ich auch zufrieden. Der kriegt auch noch eine höhere Gesamtbewertung. Der hat auch ein gutes Potenzial. Jetzt haben wir erstmal eine gute Ecke. Wanner nochmal zum zweiten. Jawohl, Grodowski. Der hat auch ein bisschen zu viel Platz, Grodowski. Und die nächste Chance. Und wir sind drin im Spiel. Wir sind die bessere Mannschaft. 19 Minuten rum. Man sieht, wer hier in den Europacup will. Muss man sich auch immer nochmal vor Augen führen. Preußen Münster, international. Warum nicht? Also ich hätte Bock drauf. Auch wenn es nur, in Anführungszeichen, die Conference League wird. Und da sind wir jetzt einen Schritt näher dran. Friedjonsson, wer sonst? Das 1:0. Schöner Eckball, schön getreten von Wanner an den ersten Pfosten mit viel Schnitt und dann steigt er hoch per Aufsetzer. Auch das noch, per Aufsetzer. Ja, auch da schwierig dann zu halten für den Keeper und auch für, ja, es war Chandler am ersten Pfosten, der da nichts machen kann, der da zurückweicht. Aber uns soll es recht sein. Friedjonsson, 1:0, sein 12. Tor, vielleicht das Entscheidende für die Conference League. Der erste Schritt ist gemacht. Der erste Schritt ist gemacht. Heißt, die Eintracht steht jetzt eigentlich mehr unter Druck. Muss mehr nach vorne machen und wir ziehen hier weiter unser Spiel auf. Wir machen Druck, wir laufen vorne zu. Auch wenn wir nicht jeden Ball bekommen, aber alleine, dass wir das machen, ja, da geht dann ein bisschen Zeit verloren. Bahoya, das meine ich jetzt. Oh, gut, dass er den Ball verloren hat. Aber der hat auch, glaube ich, bestimmt 90er Antritt, 93er Beschleunigung oder Geschwindigkeit. Der ist wahnsinnig schnell, genauso wie Wanner, der schon wieder auf und davon ist.
Gegen Robin Koch-Wanner. Ja gut, das war zu offensichtlich, was er da machen wollte. Aber er ist schon wieder da. Wir gewinnen auch die Zweikämpfe. Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir wach sind. Dass wir das Ding hier heute schon klar machen wollen. Und ich gerne auf ein Finale gegen Bochum verzichten möchte. Fridjonsson, nächste Chance. Wanner, vorne Grudowski. Könnte abseits sein. Ja. Ich hab's befürchtet. Ich glaube wieder nur eine Schuhgröße. Oder 1-2 Meter. Schade, schade, schade. Ja, kannst aufhören zu jubeln. Schiri hat schon längst die Fahne gehoben. Wir gucken gerade nochmal. Das war aber auch ganz knapp. Wahrscheinlich nur die Fußspitze, oder? Was war es diesmal? Hä? Was war denn mit dem Abseits? Aber die Hand kann ja nicht zählen. Es zählen ja nur Körperteile, mit denen man auch ein Tor erzielen kann. Und da zählt die Hand nicht dazu. Also ich habe nichts gesehen. Vielleicht unten die Fußspitze. So minimal, dass man das selber nicht gesehen hat. Aber auf den Blick war es ein reguläres Tor, würde ich jetzt sagen. Und jetzt kommt die Eintracht. Über den Gangkamm mit der ersten Chance im Gangkamm. Ja, und so schnell wird es dann halt manchmal auch gehen. Auf der einen Seite machst du das zweite Tor nicht. Und auf der anderen Seite kommt der Gegner dann zur ersten Chance. Aber der war Gott sei Dank meilenweit vorbei. Aber das weiß ich nicht. Das hätte aus meiner Sicht das 2:0 sein müssen. Weil die Hand, die zählt nicht dazu, wenn du Tor erzielen möchtest. Und ansonsten habe ich kein anderes Körperteil gesehen, was da sträflich im Abseits war. Egal, dann machen wir jetzt halt das zweite Tor. Grudowski! Schon wieder da, liegt quer in der Luft. Ob wir den auch behalten, weiß ich nicht. Ich glaube, für ihn werden auch ein paar Angebote reinfließen. Aber da haben wir gar kein Problem. Dann hätten wir ja Jongwa, wenn wir da den Vertrag noch verlängert bekommen. Also ihr seht, es ist sehr viel hätte, wenn und wäre. Duarte hätten wir zur Not auch noch, den wir dann da aufbauen können. Aber wenn wir den international spielen, braucht man schon ein bisschen gestandeneren Kader. Das kann ich nicht nur mit Jugendspielern machen. Wäre natürlich schön, aber ich brauche auch ein paar gestandene Leute schon. Mit einer Gesamtstärke von über 70. Ja, aber das wird verdammt schwierig. Deswegen ist die Transferphase, glaube ich, nochmal interessanter als die in der letzten Saison. Und wir sind schon wieder vorne. Wahnsinn. Wanner, ich warte auf den richtigen Laufweg. Da ist der richtige Laufweg. Fridjonsson, Grudowski. Dankeschön. 2:0. Und das ist eines Conference League Teilnehmers wirklich würdig, was wir hier spielen. Aber wir bekommen das auch ganz einfach hin, weil wir auch gar keine Gegenwehr kriegen. Hier, guck mal, den Platz, das darfst du nicht machen, ey. Das sind Lücken teilweise. Das ist schlecht verteidigt. Und Fridjonsson hat sogar nochmal die Zeit, den rüberzulegen. Grudowski, jetzt macht er da ein Tor und jetzt zählt's auch. Wobei das vorherige, wie gesagt, das hätte auch zählen müssen. Ich gucke mir das nochmal beim Schnitt an, aber ich glaube, weil die Hand, wie gesagt, die zählt nicht. Die Hand darf nicht zählen, aber wenn das Spiel das nicht bedacht hat, lass das mal in dem E-Sport-Finale so sein und das dann die entscheidende Situation sein. Dann ist aber das Geschrei groß. Nächste Chance, Paul Wanner. Nächste Chance, super Vorlage, Listisch. 3:0. Und der jubelt natürlich nicht gegen seine alten Kollegen, aber er schießt auch unter anderem Preußen Münster, glaube ich, in die Conference League. Da müsste jetzt schon ganz, ganz viel schief gehen. Hier, wir kriegen auch wieder keine Gegenwehr. Hoher Ball, der ist gefühlt stundenlang in der Luft. Der Keeper bleibt auch auf der Linie kleben am 5-Meter-Raum und dann Listisch schweißt den rein zum 3:0. Also das ist schon eine Ansage, das ist schon heavy. Das hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so deutlich wird, bislang. Aber wir scheinen uns jetzt für die letzten Spiele zu belohnen. Gerade in dem entscheidenden Zeitfenster, in dem entscheidenden Zeitraum der Saison fahren wir nochmal zur Höchstform auf und bestätigen auch mitunter die Leistung, die wir in der Hinrunde gezeigt haben. Und wir sind ja noch nicht fertig. Die erste Halbzeit ist ja noch nicht rum. Grudowski. Gut, aus Sicht der Eintracht ist es jetzt gut, dass erstmal Halbzeit ist. 3:0. Ja, Five-Konzert. Ja, teilweise die Unruhe ist zu merken, aber nicht bei den Auswärtsfans. Nicht bei unseren Jungs. Nicht viel los bei Paxton Aronson. Bestimmt auch ein guter Spieler. Vielleicht für uns auch mal im Hinterkopf behalten. Also das ist Wahnsinn. So was Dominantes, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass wir hier die Eintracht schon in der ersten Halbzeit ja, so gut wie schlagen. Also da müsste jetzt schon ganz schön viel schief gehen, dass wir das 3:0 hier noch verspielen. Aber es hat schon so viel gegeben hier in FIFA und auch in EAFC. Ich spiele so viele Jahre dieses Spiel schon, um zu wissen, dass das hier auch noch schief gehen kann.
Von daher, wir sind noch 45 Minuten entfernt von der Conference League. Und wenn wir so weitermachen wie in Halbzeit 1, dann müssen wir nur noch die Zeit runterzählen. Und gespannt warten, bis der Schiri da noch das Spiel abpfeift. Vorne Fridjonsson. Oh, wieder ein super Ball, aber der war nicht so platziert. Aber alleine, dass wir diese Chancen kriegen. Ja, dass wir zu viel Platz haben auf dem Flügel. Gut, Timothy Chandler weiß ich jetzt nicht unbedingt, bei allem Respekt. Der hat viel getan für den Verein. Ob das die optimale Lösung ist für die rechte Seite. Aber die Eintracht ist ja auch auf dem 8. Platz. Also so verkehrt können die ja auch nicht gespielt haben. Aber bestimmt nicht mit den Spielern, die hier heute spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Usun alleine kann es natürlich auch nicht richten. Castañeda. Also da kommt sehr, sehr wenig von der Eintracht. Da bin ich selber ein bisschen überrascht. Aber uns soll es recht sein. Fridjonsson, nächster guter Ball auf Kudowski aus spitzem Winkel. Na, der war, glaube ich, weiter vorbei, als es dann aussah. Jetzt kommt Duro rein für den Gangkampf. Ich verstehe zum Beispiel auch gar nicht, warum Hugo Ekitike gar nicht gespielt hat. Also den würde ich ja mal vor einen Gangkampf auf jeden Fall vorziehen. Wo Mamouche ist, keine Ahnung, ob der sich im Sommer oder im Winter verpieselt hat. Warum auch immer. Oder ob der verletzt ist, keine Ahnung. Aber ich glaube nicht, dass das hier die beste Truppe ist, die die Eintracht hat. Da muss ich nach dem Spiel nochmal gucken. Die werden ja noch ein paar andere Spieler haben. Mamouche auf jeden Fall nicht. Und die Eintracht kriegt nichts hin. Bisschen Rumgespiele im Mittelfeld, dann der Ballverlust auf den Außen. Meistens halt über deren rechte Seite, über Timothy Chandler. Und wir machen das hier wirklich ganz entspannt. Wie im Training. Fridjonsson hätte nochmal gehen können. Acevedo im Tor, wenn man den so ausspricht. Also weder Trapp noch Santos. Und wieder Castañeda. Der läuft heute sehr, sehr viel zu. Der ist sehr, sehr aufmerksam. Wie die ganze Truppe. Also es sieht danach aus, als ob wir hier schon den Countdown starten können für die Conference League. Es wird wirklich tatsächlich Wirklichkeit. Dina Ebimbe zum Beispiel, ja, der auch nicht immer beste Leistungen zeigt, aber der auf jeden Fall stärker ist, glaube ich, als ein Chandler. Von daher hätte ich ihn von Anfang an spielen lassen, aber gut, ich bin ja nicht der Trainer von der Eintracht. Ich bin der Trainer hier von Preußen Münster, die sensationellerweise in die Conference League einziehen werden. Ja, hammerhart. Also, nach so einer Rückrunde, wo es eigentlich danach aussah, dass wir so auf dem 8., 9. Platz die Saison beenden, was auch gut gewesen wäre, auf jeden Fall. Ja, ich hatte aber die Hoffnung, weil wir halt so eine gute Hinrunde gespielt haben, dass wir uns zumindest mit dem europäischen Platz belohnen. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden in die Conference League einziehen. Ja, ob ihr das wollt oder nicht, aber wir werden das auf jeden Fall machen. Wir werden das Ding hier heute gewinnen und wir werden das Ding dann ziehen. Und dann den 6. Platz auch behalten, weil nach oben hin haben wir dann 4 Punkte Rückstand, 4 Punkte Vorsprung. Also wir bleiben dann 6. Und das letzte Spiel gegen Bochum ist dann einfach nochmal, um die Saison ausklingen zu lassen. Aber das hier heute, das war schon so wirklich super. Und wir verdienen uns dann auch mit solchen Leistungen den Platz auf Platz 6. Ein Platz an der Sonne, wenn man so möchte. Aber noch ist das Ding hier nicht vorbei. Wir laufen hier jeden Ball ab. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, Sina Moy hatte noch nie so einen entspannten Tag. Also bis auf die eine Situation von Gangkampf, wo es fast dann 1:1 gestanden hätte. Aber ansonsten so ähnlich wie gegen Union. Da haben wir das auch richtig gut im Griff gehabt. Haben den Gegner bespielt, haben uns die Chancen rausgespielt, haben die auch genutzt. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und Listisch kommt nochmal. Fridjonsson in der Mitte. Nee, Kudowski. Es sind noch 10 Minuten. Mit Nachspielzeit. Also muss man sich das auf der Zunge zergehen lassen. Preußen Münster spielt nach dem Aufstieg in die 2. Liga eine überragende Erstligasaison und wird in die Conference League einziehen. Mit Paul Wanner unter anderem. Und Fridjonsson und Kudowski. Und hast du nicht gesehen. Und allen anderen, die noch geblieben sind. Jetzt kommt Skiri nochmal rein für Usun. Aber das wird jetzt am Spielausgang auch nichts mehr verändern. Wir machen nochmal hier einen Eckball. Vielleicht das 4. Tor. Schöne Ecke. Fridjonsson auf der Linie geklärt. Da hätte es also fast nochmal geklingelt. Chance lebt noch. Wanner gegen Becker. Achtung, Keeper. Spielt das hinten raus.
Ja, also. Machen wir schon mal den Sekt auf. Lass die Sektkorken knallen. Münster spielt international. Ich muss ja dann auch irgendeinen Hashtag irgendwie einfallen lassen. Aber so einen richtigen Hashtag weiß ich jetzt momentan noch nicht. Also die T-Shirts, die bedruckt worden sind, die können jetzt auch geliefert werden. Die können in den Shop rein. Je nachdem, wie sie dann aussehen. Aber ja, ohne Worte. Also richtig, richtig stark. 3-0. Dabei wird es bleiben. 60 Sekunden. Ich lege den Controller hin. Weil das war's. Aus und vorbei. Preußen Münster ist in der Conference League. Unfassbar. Unfassbare Geschichte. Wir haben es tatsächlich geschafft, auch einen Spieltag vor Schluss das Ganze hier dann zu entscheiden. Die Eintracht spielt also nicht international. Der VfB glaube ich auch nicht. Weil die sind ja einen Platz hinter uns. Ich weiß nicht, vielleicht reicht Platz 7, je nachdem wer im Pokalfinale steht, doch noch für die Conference League. Das weiß ich natürlich nicht. Dann würden wir vielleicht sogar noch in die Euroleague kommen, wenn das Spiel das so mitberechnet hätte. Aber egal, jetzt freuen wir uns erstmal über den Conference League Platz. Das ist eh schon Wunder genug. Die Bayern spielen unentschieden gegen Freiburg, Union auch 1-1 gegen Augsburg. Aber das größte Wunder oder die größte Sensation dieser Saison ist, dass wir in der Euroleague sind. Und das werden wir jetzt auch gleich nochmal sehen. Ich spule vor bis zum letzten Spieltag, dann gucken wir mal ganz entspannt. Oh Gott, die halbe Startelf oder 11 des Tages besteht aus Münster-Spielern. Aber auch zu Recht, wie ich finde, sage ich. So, letzter Spieltag. Dann ist die Saison auch schon wieder vorbei. Das ist Wahnsinn, wie schnell immer hier so eine Saison vorbeigeht. Aber doch, es hat auch mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Und auch die letzte und dritte Saison wird mir auch riesengroßen Spaß machen. Nur, ich bin gespannt, wie wir das im Sommer hinkriegen. Die Bochumer, die kämpfen um den Abstieg, um den Klassenerhalt. Die spielen im 4-1-2-2 nochmal gegen uns. Haben aus den letzten 5 Spielen 4 nicht verloren. Also, da müssen wir natürlich auch nochmal gucken, dass wir keine Wettbewerbsverzerrung betreiben. Ne? Dass die anderen da keinen Vorteil haben. So, was haben wir jetzt hier? 970.000 ist jetzt das nächste Angebot oder wie? Ja, das sollen die mal machen. Ich bin gespannt, was da rauskommt. So, das ist die Tabelle vor dem letzten Spieltag. Dortmund Erster, das ist schon safe. Leipzig Zweiter, Bayern Dritter. Die können noch die Plätze tauschen. Genauso wie Gladbach und Leverkusen. Die streiten sich also auch noch um den letzten Champions League Platz. Das ist also auch noch nicht entschieden. Da haben die Gladbacher durch das bessere Torverhältnis jetzt Vorsprung. Und die spielen gegen Bayern. Leverkusen spielt gegen Wolfsburg. Also die Bayern haben, beziehungsweise Gladbach, das schwierigere Spiel, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, dann wir auf der 6. Da bleiben wir auch. Ob wir gewinnen oder nicht. Wir bleiben Sechster und spielen damit zumindest in der Conference League. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das ist, wenn 2 Teams oder der Pokalsieger dann auch Meister wird und so weiter. Ihr wisst ja diese Regel. Dann könnte ja auch eventuell Platz 6 auch noch für die Europa League reichen. Aber da gucken wir dann am Saisonende. So, die Teams sind hier alle gerettet. Unten ist Mainz schon abgestiegen. Und dann entscheidet sich das am letzten Spieltag zwischen Hamburg, Bochum, Köln, Augsburg, Hoffenheim. Die können alle rechnerisch noch absteigen und können auch alle rechnerisch noch in die Relegation. Also Bochum spielt in Münster, Hamburg spielt gegen Freiburg, die Kölner in Mainz, also die spielen schon beim Absteiger. Augsburg spielt gegen Frankfurt zu Hause und Hoffenheim gegen Leipzig. Also am unwahrscheinlichsten ist es, dass Hoffenheim absteigt. Die haben auch das bessere Torverhältnis. Ich würde sagen, es entscheidet sich zwischen Bochum und Hamburg im Fernduell. Aber was weiß ich schon, Augsburg kann da auch noch mit reinrutschen. Die haben jetzt auch nicht das beste Torverhältnis. Also ein spannender Abstiegskampf, 5 Mannschaften und wir sind halt mittendrin. Wir spielen gegen Bochum. Wir müssen oder dürfen auch hier keine Wettbewerbsverzerrung machen. Naja, also Abschluss gegen Bochum. Dann gucken wir wie immer in die anderen Ligen rein, gucken, wie viel Geld wir bekommen haben und dann feiern wir richtig den Einzug in die Conference League. Wir haben es geschafft, gegen Bochum nochmal so ein bisschen Schaulaufen. Schreibt was Nettes in die Kommentare, freut euch oder auch nicht. Je nachdem, ob ihr für mich seid oder gegen mich, weiß ich ja nicht. Macht's gut, bis zum letzten Spiel.